Ich ärgere mich so sehr über mich selbst. Ich bin ein stummer Fisch, Lukas. Ich sage einfach kein einziges Wort. Das ist doch furchtbar. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen beim Learn German Podcast. Anna, warum bist du ein stummer Fisch? Was ist passiert? Wir hatten gerade ein wichtiges Meeting im Büro. Mein Chef hat eine völlig falsche Idee präsentiert. Ich wusste, dass die Idee schlecht ist, aber ich habe nichts gesagt. Oh, das kenne ich. Und unsere Zuhörer kennen das bestimmt auch. Es ist schwer, die eigene Meinung auf Deutsch zu sagen. Man hat Angst vor Fehlern. Man hat Angst, unhöflich zu sein. Genau, ich habe Angst vor der Grammatik und ich habe Angst vor meinem Chef. Ich brauche mehr Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Wie zeige ich, dass ich eine starke Meinung habe? Das ist das perfekte Thema für heute. Liebe Zuhörer, heute machen wir euch stark. Wir lernen, wie man auf Deutsch sicher und höflich diskutiert. Holt euch einen Kaffee, wir starten sofort. Anna, der wichtigste Satz für deine Meinung ist ganz einfach. Wir benutzen Verben wie denken, glauben oder finden und danach kommt ein Das-Satz. Ich liebe Das-Sätze. Das Wort das ist ein Konnektor. Es schickt das konjugierte Verb ganz an das Ende des Satzes. Das ist die wichtigste Regel für B1. Richtig. Der Hauptsatz: Die Idee ist schlecht. Mit Meinung: Ich denke, dass die Idee schlecht ist. Ich glaube, dass wir mehr Zeit brauchen. Ich finde, dass das Projekt zu teuer ist. Das ist wirklich nicht schwer. Und vergesst das Komma nicht, liebe Zuhörer. Vor dem Wort das steht im Deutschen immer ein Komma. Das ist ein kleines Detail, aber sehr wichtig für das Schreiben. Liebe Zuhörer, jetzt seid ihr dran. Macht mit. Wir bauen starke Sätze mit das. Sprecht laut, deutlich und mit viel Selbstbewusstsein. Deutsch lernen ist wichtig. Ich finde. Ich finde, dass Deutschlernen wichtig ist. Wir brauchen eine Pause. Ich glaube. Ich glaube, dass wir eine Pause brauchen. Die Idee ist sehr gut. Ich denke. Ich denke, dass die Idee sehr gut ist. Ich denke, das ist gut, aber es klingt ein bisschen wie ein Anfänger. Ich möchte im Meeting wie ein echter Profi klingen. Lukas, hast du bessere Ausdrücke für mich? Natürlich, Anna. Der absolute Klassiker im B1-Niveau ist meiner Meinung nach. Das bedeutet in my opinion. Aber Vorsicht, hier gibt es eine Grammatikfalle. Eine Falle? Was meinst du? Muss ich wieder das Verb ans Ende stellen? Nein, das ist der Fehler, den alle machen. Meiner Meinung nach steht auf Position 1 im Satz. Das bedeutet, das Verb kommt sofort danach auf Position 2. Kein Nebensatz. Ah, ich verstehe. Meiner Meinung nach ist die Idee schlecht. Das Verb ist kommt direkt nach dem Ausdruck. Perfekt. Meiner Meinung nach brauchen wir mehr Zeit. Meiner Meinung nach sollten wir das Projekt stoppen. Gibt es noch andere Ausdrücke, die so funktionieren? Ich brauche ein großes Vokabular für meinen Chef. Ja, absolut. Du kannst auch sagen, aus meiner Sicht, from my point of view. Aus meiner Sicht ist das ein großer Fehler. Das klingt sehr geschäftlich und professionell. Das gefällt mir. Ich bin nicht mehr der stumme Fisch. Ich bin jetzt eine gefährliche Geschäftsfrau. Liebe Zuhörer, jetzt sprechen wir wie die Profis im Büro. Achtet auf die Verbposition. Das Verb kommt sofort. Sprecht laut mit. Wir müssen mehr sparen. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach müssen wir mehr sparen. Das ist eine gute Lösung. Aus meiner Sicht.
Aus meiner Sicht ist das eine gute Lösung. Wir brauchen mehr Personal. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach brauchen wir mehr Personal. Lukas, ich bin bereit für die nächste Stufe. Manchmal reicht es nicht, nur eine Meinung zu haben. Manchmal bin ich mir zu 100% sicher. Wie zeige ich das? Wow, Anna, diese Energie ist fantastisch. Wenn du dir absolut sicher bist, benutzt du starke Ausdrücke. Zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Das klingt schon sehr stark. Gibt es noch ein besseres Wort? Ja, das Wort überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass. Das ist ein wunderbarer B1-Ausdruck. Er zeigt maximale Sicherheit. Ich bin davon überzeugt. Da ist es wieder, ein Pronominaladverb. Wir haben das Wort davon und dann kommt der Das-Satz. Richtig, überzeugt sein braucht die Präposition von. Weil der Das-Satz folgt, packen wir ein da vor das von. Ich bin davon überzeugt, dass wir den besten Podcast machen. Das ist ein hervorragendes Beispiel. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Zuhörer fantastisch lernen. Ein weiterer starker Satz ist, es steht für mich fest, dass. Es steht für mich fest, dass wir hart arbeiten müssen. Mit diesen Sätzen wird dein Chef dir definitiv zuhören. Liebe Zuhörer, zeigt uns eure absolute Sicherheit. Sprecht diese starken Sätze laut und deutlich mit. Wir werden Erfolg haben. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass wir Erfolg haben werden. Das ist die Wahrheit. Ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass das die Wahrheit ist. Wir machen keine Fehler. Es steht für mich fest. Es steht für mich fest, dass wir keine Fehler machen. Wir müssen nicht immer streiten. Oft diskutieren wir und wir haben die gleiche Meinung. Lukas, meiner Meinung nach ist Pizza das beste Essen der Welt. Super, Anna, da hast du völlig recht. Ich stimme dir zu 100% zu. Pizza ist einfach genial. Hört ihr das, liebe Zuhörer? Lukas hat mir gerade perfekt auf Deutsch zugestimmt. Er hat gesagt, da hast du völlig recht. Genau, wir lernen jetzt, wie man positiv reagiert. Das wichtigste Verb ist zustimmen, to agree. Es ist ein trennbares Verb und es verlangt den Dativ. Der Dativ ist hier wichtig. Ich stimme dir zu, nicht dich. Ich stimme Ihnen zu, in der formellen Form für den Chef. Du kannst auch sagen, ich bin ganz deiner Meinung. Oder ganz kurz und einfach, das stimmt. Oder ganz genau. Das ist super für ein Meeting. Wenn der Chef etwas sagt, nicke ich mit dem Kopf und dann sage ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Müller. Das gibt Pluspunkte. Liebe Zuhörer, seid höflich und stimmt uns zu. Das sind perfekte Sätze für jene Konversation. Sprecht mit. Pizza ist lecker. Zustimmen mit Dativ. Ich stimme dir zu. Das Wetter ist toll heute. Recht geben. Da hast du völlig recht. Deutsch ist eine schöne Sprache. Meinung. Ich bin ganz deiner Meinung. Okay, Anna, wir sind uns bei Pizza einig. Aber ich bin davon überzeugt, dass Pizza Hawaii die beste Pizza ist. Ananas auf der Pizza ist ein Traum. Was? Lukas, das ist ja schrecklich. Das ist Quatsch. Das ist totaler Blödsinn.
Obst hat auf einer Pizza nichts zu suchen. Wow, Anna, deine Meinung ist sehr klar, aber deine Wortwahl ist sehr unhöflich. Das ist Quatsch oder das ist Blödsinn, darfst du niemals im Büro sagen. Das ist sehr aggressiv. Entschuldigung, aber beim Thema Pizza kenne ich keinen Spaß. Wie sage ich denn höflich, dass du völlig falsch liegst? Ein guter B1-Sprecher ist wie ein Diplomat. Wenn du nicht zustimmst, sagst du, das sehe ich anders. I see that differently. Okay, ich versuche es noch einmal. Lukas, Ananas auf der Pizza, das sehe ich anders. Das klingt wirklich viel netter. Du kannst auch sagen, ich bin da anderer Meinung. Oder da muss ich dir leider widersprechen. Widersprechen ist das Gegenteil von zustimmen. Es braucht auch den Dativ. Ich widerspreche dir. Ich widerspreche meinem Chef. Maskulin Dativ. Das ist ein sehr starkes, aber formelles Wort. Und hier ist ein Trick für Meetings. Gib dem Partner zuerst ein bisschen Recht und dann sag aber. Das stimmt zwar, aber. Das stimmt zwar, dass Ananas süß ist, aber sie gehört nicht auf Käse. Liebe Zuhörer, jetzt müsst ihr streiten, aber höflich. Sprecht diese diplomatischen Sätze laut nach. Winter ist besser als Sommer. Anders sehen. Das sehe ich anders. Kaffee ist ungesund. Anderer Meinung sein. Ich bin da anderer Meinung. Wir sollten am Wochenende arbeiten. Widersprechen mit Dativ. Da muss ich dir leider widersprechen. Lass uns ein echtes Thema für die B1-Prüfung diskutieren. Ein klassisches Thema: Homeoffice. Sollen alle Mitarbeiter nur noch von zu Hause arbeiten? Das ist eine sehr komplexe Frage, Anna. Es gibt gute Argumente dafür und es gibt gute Argumente dagegen. Wie drücke ich das elegant aus? Dafür gibt es einen wunderbaren Doppelkonnektor. Einerseits, andererseits. Das ist die Königsdisziplin im Sprechen. Richtig. Wir schauen uns zwei Seiten einer Medaille an. Die Grammatik ist wichtig. Nach einerseits und andererseits kommt sofort das Verb. Ich mache ein Beispiel zum Homeoffice. Einerseits ist Homeoffice sehr bequem und spart viel Zeit. Andererseits fehlt der persönliche Kontakt zu den Kollegen. Das war ein perfekter Satz für eine Diskussion. Du hast beide Argumente gezeigt. Das zeigt, dass du kritisch denken kannst. Wir können das auch für das Deutschlernen benutzen. Einerseits ist die deutsche Grammatik sehr schwer. Andererseits macht es großen Spaß, wenn man sie versteht. Genau. Einerseits und andererseits ist euer bester Freund, wenn ihr Pro und Contra diskutiert. Liebe Zuhörer, wir wiegen jetzt Argumente ab. Achtet auf die Position des Verbs. Sprecht laut mit. Autos sind praktisch. Sie sind schlecht für die Umwelt. Einerseits sind Autos praktisch. Andererseits sind sie schlecht für die Umwelt. Die Stadt ist laut. Sie ist interessant. Einerseits ist die Stadt laut, andererseits ist sie interessant. Das Internet ist hilfreich. Es ist manchmal gefährlich. Einerseits ist das Internet hilfreich, andererseits ist es manchmal gefährlich. Lukas, hörst du das? Das ist mein Chef im Meeting. Er redet und redet und redet. Er macht keine einzige Pause. Ich habe eine tolle Idee, aber ich komme nicht zu Wort. Das ist die schwierigste Situation für Deutschlerner, Anna. Du musst ihn unterbrechen, aber du darfst nicht einfach Stopp rufen. Das ist extrem unhöflich. Wie mache ich das dann?
Soll ich die Hand heben wie ein Schulkind? Nein, wir sind im Büro. Du sagst laut, aber sehr freundlich, darf ich kurz etwas dazu sagen? Oder Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche. Okay, ich übe das. Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche, Herr Müller, aber ich habe eine Idee. Das klingt höflich und stark zugleich. Ein weiterer toller Satz ist, ich möchte an dieser Stelle noch etwas ergänzen. Ergänzen ist ein großartiges B1-Verb. Es bedeutet, Informationen hinzuzufügen. Wow, mit diesen Sätzen habe ich keine Angst mehr vor Meetings. Ich kann meine Meinung sagen, ich kann zustimmen, ich kann widersprechen und ich kann den Redefluss höflich stoppen. Ich bin bereit für den Büroalltag. Liebe Zuhörer, das ist eure letzte Übung für heute. Traut euch, das Wort zu ergreifen. Sprecht laut mit. Ich habe eine Idee dazu. Darf ich kurz? Darf ich kurz etwas dazu sagen? Ich muss Sie stoppen. Entschuldigung, wenn ich Sie... Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche. Ich habe noch eine Information. Ich möchte noch etwas... Ich möchte an dieser Stelle noch etwas ergänzen. Lukas, ich danke dir. Ich bin nicht mehr der stumme Fisch vom Anfang. Ich fühle mich jetzt wie ein mutiger Löwe. Ich werde im nächsten Meeting definitiv meine Meinung sagen. Das ist die richtige Einstellung, Anna. Und ich bin mir sicher, liebe Zuhörer, dass auch ihr jetzt echte Löwen seid. Ihr habt das Handwerkszeug für jede Diskussion. Fassen wir unsere neuen Kräfte kurz zusammen. Die Basis. Ich denke das. Verb am Ende. Der Profi. Meiner Meinung nach. Verb auf Position 2. Zustimmen. Da hast du völlig recht. Widersprechen. Das sehe ich leider anders. Abwägen. Einerseits, andererseits. Und wenn jemand zu viel redet, darf ich kurz etwas dazu sagen? Ihr seid jetzt fantastisch ausgerüstet. Ihr braucht keine Angst mehr vor Diskussionen zu haben. Jetzt kommt eure wichtigste Aufgabe, liebe Freunde. Nehmt euch einen Stift und ein Stück Papier. Schreibt eure Meinung zu diesem Thema auf Deutsch auf. Sollten Autos in der Innenstadt verboten werden? Benutzt unsere neuen Ausdrücke. Schreibt einen Satz mit meiner Meinung nach und schreibt einen Satz mit einerseits, andererseits. Sprecht eure Argumente laut vor dem Spiegel aus. Diskutiert mit eurem Hund oder mit eurer Katze. Seid selbstbewusst. Eure Meinung ist wichtig und euer Deutsch ist wunderbar. Wir sind unglaublich stolz auf euren Fleiß. Ich gehe jetzt sofort in das Büro von meinem Chef. Ich werde ihm sagen, dass Pizza Hawaii verboten werden muss. Mit den besten B1-Argumenten. Viel Erfolg dabei, Anna, und viel Erfolg an euch alle. Das war unser großer Diskussionspodcast. Sprecht laut, sprecht stark und verliert niemals den Spaß an der Sprache. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Macht es gut und seid mutig. Auf Wiedersehen.